Lektion 1: Freunde finden. Freunde zu finden kann manchmal eine entmutigende Aufgabe sein, besonders für die Schüchternen unter uns. Das verstehe ich vollkommen. Früher war ich sehr schüchtern und bin nie auf jemanden zugegangen, den ich nicht kannte. Es kann eine Herausforderung sein, aber kleine Schritte können wirklich helfen. Ja, ich habe gelernt, dass man das Eis brechen kann, wenn man mit einer einfachen Begrüßung beginnt. Auf jeden Fall. Ein freundliches Lächeln kann viel dazu beitragen, dass sich jemand willkommen fühlt. Ich habe festgestellt, dass gemeinsame Interessen es oft einfacher machen, mit anderen in Kontakt zu treten. Das ist ein guter Punkt. Gemeinsamkeiten zu finden, kann starke Freundschaften aufbauen. Ich bin so froh, dass wir Freunde sind. Das macht den Unterschied. Ich auch. Auf dass wir gemeinsam noch mehr wunderbare Kontakte knüpfen. Lektion 2: Kochgrundlagen. Natürlich, wo sind die Zwiebeln und der Knoblauch? Sie stehen in der Speisekammer, direkt neben den Gewürzen. Ah, jetzt erinnere ich mich. Diese Zutaten sind für fast jedes herzhafte Gericht unverzichtbar. In der Tat, sie verleihen dem Geschmack eine solche Tiefe. Was hast du vor zu kochen? Ich denke darüber nach, eine leckere Pasta aus Auge zuzubereiten. Das klingt köstlich. Eine gute Sauge kann aus einem einfachen Gericht etwas Außergewöhnliches machen. Ich stimme zu. Haben Sie irgendwelche geheimen Zutaten, die Sie empfehlen würden? Eine Prise rote Pfefferflocken kann den Geschmack der Sauge wirklich verbessern. Das ist eine tolle Idee. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Lektion 3: Grundlagen der Budgetierung. Wenn wir über Finanzplanung sprechen, glaube ich, dass es entscheidend ist, die Ausgaben effektiv zu verwalten. Auf jeden Fall. Budgetierung kann wirklich dabei helfen, finanzielle Stabilität zu erreichen. Welche Strategien schlagen Sie zur Verwaltung der Ausgaben vor? Ich empfehle immer, Ihre Ausgaben zu verfolgen, um Bereiche zu identifizieren, in denen Sie Einsparungen vornehmen können. Das ist ein praktischer Ansatz. Es ist leicht, kleine Ausgaben zu übersehen, die sich im Laufe der Zeit summieren. Ja, jeder kleine Betrag zählt. Haben Sie schon einmal versucht, Budgetierungs-Apps zu verwenden? Ich habe es nicht, aber ich habe gehört, dass sie sehr hilfreich sein können. Sie können Einblicke in Ihre Ausgabegewohnheiten geben, was sehr nützlich ist. Das werde ich mir unbedingt ansehen. Eine effektive Budgetierung kann zu einer sichereren Zukunft führen. Lektion 4: Fähigkeiten zur Selbstvorstellung. Ich bin davon überzeugt, dass eine überzeugende Selbstvorstellung in jeder Umgebung gut funktionieren sollte. Absolut. Es gibt den Ton für Ihre Interaktionen an. Welche Elemente sind Ihrer Meinung nach wesentlich? Ich denke, der Schlüssel liegt darin, mit Ihrem Namen und einem kurzen Hintergrund zu beginnen. Ja, und durch die Erwähnung Ihrer Interessen können Sie Ihr Publikum auch einbeziehen. Verstanden. Wie wäre es, nach der Vorstellung ein Gespräch zu beginnen? Sie könnten in Erwägung ziehen, offene Fragen zu stellen, um den Dialog am Laufen zu halten. Das ist eine fantastische Idee. Sie ermutigt auch andere, diese Idee weiterzugeben. Ja, ein anregendes Gespräch ist keine Einbahnstraße. Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten zur Selbstvorstellung zu üben.
Lektion 5: Wertschätzung für das Englischlernen. Vielen Dank, siehe, dass Sie die beste Rede zum Erlernen der englischen Sprechkompetenz mit uns geteilt haben. Es war wirklich eine aufschlussreiche Präsentation. Was ist Ihnen am meisten aufgefallen? Besonders inspirierend fand ich die Betonung der Praxis. Auf jeden Fall. Regelmäßiges Üben ist für die Entwicklung flüssiger Sprachkenntnisse unerlässlich. Auch die Tipps zur Wortschatzerweiterung durch Lesen haben mir sehr gut gefallen. Ja, durch das Lesen lernen wir neue Wörter im Kontext kennen, was unglaublich hilfreich ist. Ich freue mich darauf, diese Techniken auf meinem Lernweg anzuwenden. Ja, die Beherrschung einer Sprache öffnet so viele Türen für die Kommunikation. In der Tat, ich freue mich darauf, das Gelernte mit anderen zu teilen. Lektion 6: Krankenschwester werden. Mit 24 Jahren hatte sie beschlossen, Krankenschwester zu werden. Es ist wirklich bewundernswert. Wie konnte man in diesem Alter Krankenschwester werden? Dazu gehört normalerweise eine umfassende Ausbildung und Schulung, nicht wahr? Ja, Pflegeprogramme erfordern sowohl akademische Kurse als auch praktische Erfahrung. Ich frage mich, was sie dazu inspiriert hat, einen so edlen Beruf zu ergreifen. Es könnte eine persönliche Erfahrung oder der Wunsch gewesen sein, anderen zu helfen. Das macht Sinn. Die Krankenpflege ist ein Bereich, der Mitgefühl und Hingabe erfordert. Auf jeden Fall. Ich habe großen Respekt vor denen, die diesen Weg wählen. Ich glaube, dass es eine Karriere ist, die unglaublich lohnend sein kann. Lektion 7: Mein Garten. In meinem Hof gibt es einen schönen Rasen und einen lebendigen Garten. Das klingt wunderbar. Haben Sie einen Gehweg, der in den Garten führt? Ja, es gibt einen hübschen Gehweg, der die Besucher durch das Grün führt. Es muss ein wunderschöner Anblick sein, besonders während der Blütezeit. In der Tat, ich verbringe gerne Zeit im Freien und kümmere mich um die Pflanzen. Gartenarbeit kann eine therapeutische Aktivität sein, nicht wahr? Absolut. Es ermöglicht einem, sich mit der Natur zu verbinden und etwas Ruhe zu genießen. Welche Pflanzenarten haben Sie in Ihrem Garten? Ich habe eine Mischung aus Blumen und Gemüse. Sie ergänzen sich gut. Lektion 8: Die Freude am Erfolg. Ich fühle mich erfolgreich und glücklich, weil ich weiß, dass sich meine Bemühungen gelohnt haben. Das freut uns sehr. Auf welche Erfolge sind Sie besonders stolz? Ich habe vor kurzem ein anspruchsvolles Projekt abgeschlossen, das viel Engagement erforderte. Herzlichen Glückwunsch. Ihre harte Arbeit hat sich eindeutig gelohnt. Ich bin gespannt auf die Zukunft und darauf, was ich als nächstes erreichen kann. Diese Begeisterung ist ansteckend. Es ist wichtig, unsere Erfolge zu feiern. In der Tat, es stärkt unsere Motivation, neue Ziele zu setzen und zu erreichen. Ich freue mich darauf, von Ihren zukünftigen Bemühungen zu hören. Vielen Dank. Ich hoffe, dass ich auf diesem Weg auch andere inspirieren kann. Lektion 9: Einkaufspläne. Das ist ein guter Punkt. Dann lass uns dieses Mal zum Lebensmittelladen gehen.
Ich freue mich, dass Sie mir zustimmen. Es macht immer Spaß, gemeinsam frische Zutaten einzukaufen. Was schwebt Ihnen für unsere Einkaufsliste vor? Ich würde gerne frisches Obst und Gemüse für unsere Mahlzeiten mitnehmen. Das klingt köstlich. Saisonale Produkte sind immer die beste Wahl. Zuruf. Es ist nicht nur frischer, sondern auch geschmackvoller. Wir sollten auch überlegen, welche Rezepte wir diese Woche ausprobieren möchten. Ja, durch Vorausplanung wird das Einkaufserlebnis viel einfacher. Ich freue mich auf unser Einkaufsabenteuer. Lektion 10. Feuerwerkstags. Es gibt zwar auch andere Möglichkeiten zum Feiern, aber das Feuerwerk ist das Beste. Ich stimme voll und ganz zu. Feuerwerke verleihen jeder Veranstaltung eine magische Note. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Feuerwerkskörper für Ihre eigene Feier zu kaufen? Ich habe darüber nachgedacht. Sie können wirklich ein unvergessliches Erlebnis schaffen. Stellen Sie sich nur die Farben vor, die den Nachthimmel erleuchten. Ja, es wäre atemberaubend. Beim Umgang mit Feuerwerkskörpern ist jedoch die Sicherheit entscheidend. Natürlich, die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen ist für den Spaß aller unerlässlich. Ich glaube, es ist auch wichtig, einen guten Ort zu finden, um sie anzusehen. Absolut. Eine klare Sicht verbessert das gesamte Erlebnis. Lektion 11. Geschäftsstrategien anpassen. Ich frage mich, welche Auswirkungen dies in Zukunft auf unser Geschäft haben wird. Es ist von entscheidender Bedeutung, unsere Strategien an die sich ändernden Marktbedingungen anzupassen. Genau. Flexibilität ist der Schlüssel zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit. Haben Sie über konkrete Änderungen nachgedacht, die wir umsetzen sollten? Ich glaube, wir sollten uns darauf konzentrieren, die Kundenbindung über digitale Plattformen zu verbessern. Das klingt nach einem vielversprechenden Ansatz. Online-Interaktion kann die Markentreue stärken. Darüber hinaus kann die Analyse des Kundenfeedbacks uns bei der Anpassung helfen. Zuruf. Für den Erfolg ist es entscheidend, unseren Kunden zuzuhören. Ich bin gespannt auf die möglichen Verbesserungen, die wir erzielen können. Lektion 12. Vorschläge für das Management. Es ist sinnvoll, diese Angelegenheit weiter zu besprechen und sie unserem Mann und Team vorzuschlagen. Sie müssen Bescheid wissen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, dass Sie die potenziellen Vorteile unseres Vorschlags verstehen. Schließlich führen fundierte Entscheidungen zu effektiveren Ergebnissen oder nicht. Auf jeden Fall. Ich bin überzeugt, dass unsere Erkenntnisse Ihre zukünftige Strategie maßgeblich beeinflussen könnten. Haben Sie darüber nachgedacht, wie wir Ihnen diese Informationen präsentieren könnten? Ich denke, eine klare und prägnante Präsentation, die die wichtigsten Punkte hervorhebt, wäre am effektivsten. Das klingt nach einem guten Plan. Visuelle Hilfsmittel könnten auch dazu beitragen, unsere Vorschläge hervorzuheben. Ja, und vielleicht könnten wir Beispiele ähnlicher, erfolgreicher Initiativen anderer Unternehmen einbeziehen. Ausgezeichnete Idee. Beispiele aus der Praxis kommen bei Entscheidungsträgern oft gut an. Lektion 13. Ticketkosten. Wie viel kosten die Tickets für die kommende Veranstaltung?
Der Gesamtbetrag beträgt $20 pro Ticket, was durchaus angemessen erscheint. Das ist wirklich ein fairer Preis. Es ist schön, erschwingliche Unterhaltungsmöglichkeiten zu haben. Ich stimme zu. Ein gutes Erlebnis muss nicht immer mit einem hohen Preis verbunden sein. Haben Sie entschieden, wie viele Tickets wir kaufen sollen? Ich denke, wir sollten ein paar kaufen, vielleicht um das Ereignis gemeinsam zu genießen. Das klingt perfekt. Ich freue mich schon darauf. Ich auch. Es macht immer mehr Spaß, Erlebnisse mit Freunden zu teilen. Ich kann die Veranstaltung kaum erwarten. Es wird bestimmt eine tolle Zeit. Lektion 14. Neue Hobbies. Hi, wie geht es dir heute? Ich habe gehört, du hast vor kurzem ein neues Hobby angefangen. Mir geht es gut, danke. Ja, ich habe mit dem Malen angefangen und es macht mir viel Spaß. Das klingt fantastisch. Was hat Sie dazu inspiriert, mit dem Malen anzufangen? Ich wollte meine kreative Seite erkunden und Malen schien mir der perfekte Weg dafür zu sein. Das bewundere ich. Kreativität kann eine so erfüllende Beschäftigung sein. Das ist es wirklich. Ich finde es entspannend, mich durch Farben und Striche auszudrücken. Haben Sie Stücke geschaffen, auf die Sie besonders stolz sind? Ja, ich habe gerade eine Landschaft fertiggestellt, die meiner Meinung nach wunderschön geworden ist. Ich würde es gerne sehen. Vielleicht kannst du mir irgendwann dein Kunstwerk zeigen. Lektion 15. Strandbesuch. Möchten Sie dieses Wochenende einen Ausflug zum nahegelegenen Strand machen? Sehr gerne. Ein Strandbesuch klingt nach der perfekten Möglichkeit, abzuschalten. Genau. Das Geräusch der Wellen und das Gefühl des Sandes sind immer erfrischend. Außerdem könnten wir ein paar leckere Snacks genießen und vielleicht Bachvolleyball spielen. Das ist eine geniale Idee. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir Spaß in der Sonne haben. Meinst du, wir sollten ein Picknick einpacken? Auf jeden Fall. Ein Picknick würde den Tag noch schöner machen. Ich bringe eine Kühlbox mit Getränken und Snacks mit, wenn Sie sich um die Sandwiches kümmern. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich auf unser Strandabenteuer. Lektion 16. Online-Interaktionen. In der heutigen digitalen Welt können Interaktionen ziemlich schwierig sein. Ich stimme vollkommen zu. Es ist so leicht, Nachrichten online falsch zu interpretieren, da wir Gesichtsausdrücke nicht sehen können. Ja, das Fehlen nonverbaler Hinweise kann zu Missverständnissen führen. Ich habe das selbst erlebt, eine einfache Nachricht kann falsch verstanden werden. Genau. Emoticons können zwar hilfreich sein, vermitteln aber nicht immer den gewünschten Ton. Ich habe festgestellt, dass eine freundliche Begrüßung einen positiven Ton in Gesprächen erzeugen kann. Das ist eine hervorragende Strategie. Sie hilft, von Anfang an einen guten Ruf aufzubauen. Kommunikation ist unerlässlich, insbesondere in unserem zunehmend digitalen Leben. Bemühen wir uns tatsächlich, bei unseren Online-Interaktionen klar und freundlich zu sein. Lektion 17. Die Schauspieltruppe. Kennen Sie die örtliche Schauspieltruppe?
Viele ihrer Schauspieler sind international bekannt. Ja, ich habe von Ihnen gelesen. Ihre Leistungen sind wirklich beeindruckend. Es ist bemerkenswert, wie ein kleines Unternehmen Talente hervorbringen kann, die weltweite Anerkennung finden. Zuruf. Das spricht Bände über Ihr Engagement und Ihre Professionalität. Haben Sie eine Ihrer Aufführungen besucht? Das habe ich, und jede Show war ein wunderbares Erlebnis. Das ist wunderbar. Ich würde mir gerne bald eine Ihrer Produktionen ansehen. Wir sollten unbedingt planen, gemeinsam hinzugehen. Es wäre ein unvergesslicher Abend. Ich freue mich darauf. Die Unterstützung lokaler Talente ist immer eine großartige Idee. Lektion 18. Visa Venturis. Ich habe über meine bevorstehende Reise nachgedacht und mir ist klar geworden, dass ich mir ein Touristenvisum besorgen muss, bevor ich mich auf dieses Abenteuer einlasse. Es klingt auf jeden Fall wichtig. Wie lange planen Sie zu bleiben, wenn Sie an Ihrem Zielort angekommen sind? Ich hoffe, dass ich ungefähr 2 Wochen damit verbringen kann, die Sehenswürdigkeiten zu erkunden und in die lokale Kultur einzutauchen. 2 Wochen klingen nach einer wunderbaren Zeitspanne. Haben Sie bereits damit begonnen, die notwendigen Dokumente für Ihren Visumsantrag zusammenzustellen? Ja, ich habe die meisten erforderlichen Unterlagen gesammelt, muss aber noch meinen Reiseplan fertigstellen. Eine gut durchdachte Reiseroute ist entscheidend. Gibt es bestimmte Sehenswürdigkeiten, auf die Sie sich besonders freuen? Auf jeden Fall. Ich bin besonders gespannt darauf, die historischen Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und die lokale Küche zu probieren. Diese Erfahrungen werden Ihre Reise sicherlich bereichern. Haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie Ihre Unterkunft während Ihres Aufenthalts regeln werden? Ich glaube, dass es ratsam ist, ein Hotel im Voraus zu buchen, insbesondere während der Hauptreisezeit. Lektion 19. Momente festhalten. Dieser Anblick ist absolut faszinierend. Ich wünschte, wir könnten diesen Moment für immer festhalten. Es ist wirklich atemberaubend. Vielleicht können wir ein paar Fotos machen, um uns an diese spektakuläre Landschaft zu erinnern. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich glaube, die Fotos werden eine wunderbare Erinnerung an unser Abenteuer sein. Ja, sie werden uns an die Freude erinnern, die wir während dieser Reise erlebt haben. Soll ich das erste Bild machen? Bitte tun Sie das. Ich werde dramatisch posieren, als wäre ich ein berühmter Entdecker, der neue Länder entdeckt. Ich freue mich darauf, diese Pose zu sehen. Lassen Sie mich nun Ihren Entdeckergeist einfangen. Ich hoffe, ich sehe auf den Fotos nicht zu albern aus. Albernheiten sind charmant, sie verleihen den Erinnerungen, die wir schaffen, Charakter. Da hast du recht. Lass uns mehr Fotos machen, damit wir jeden schönen Moment dokumentieren können. Lektion 20. Karriereziele. Ich bin neugierig, ob Sie für Ihre zukünftige Karriere ein bestimmtes Studiengebiet bevorzugen. Ich denke tatsächlich darüber nach, Kinderpsychologie als mein Spezialgebiet zu wählen. Das klingt unglaublich lohnend. Was hat Sie dazu inspiriert, diesen Weg einzuschlagen? Die Art und Weise, wie Kinder denken und sich entwickeln, hat mich schon immer fasziniert. Ihre Denkweise zu verstehen, erscheint mir herausfordernd und erfüllend zugleich. Ich kann mir vorstellen, dass das ein faszinierendes Gebiet ist.
Welche Aspekte der Kinderpsychologie finden Sie am interessantesten? Besonders interessiert mich der Einfluss frühkindlicher Erfahrungen auf das spätere Verhalten und die Entwicklung. Dies ist ein wichtiges Forschungsgebiet. Es muss faszinierend sein, zu erforschen, wie diese Erfahrungen den Einzelnen prägen. In der Tat, ich glaube, dass ich durch meine Hilfe einen positiven Einfluss auf das Leben und die Zukunft von Kindern haben kann. Ihre Leidenschaft, etwas zu bewegen, ist wirklich bewundernswert. Haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie sich auf diese Karriere vorbereiten werden? Lektion 21: Wanderabenteuer. Das klingt nach Spaß. Ich war schon lange nicht mehr wandern und würde dich gerne bei deinem nächsten Abenteuer begleiten. Ich würde mich sehr über Ihre Begleitung freuen. Gemeinsam mit Freunden macht das Wandern noch mehr Spaß. Da stimme ich voll und ganz zu. Welche Wanderwege schwebt dir für unseren Ausflug vor? Ich habe darüber nachgedacht, die malerischen Routen im nahegelegenen Nationalpark zu erkunden. Die Aussicht ist einfach atemberaubend. Das klingt perfekt. Ich kann mir schon vorstellen, welche wunderschönen Landschaften uns erwarten. Ja, und es wird für uns eine hervorragende Gelegenheit sein, wieder in Kontakt mit der Natur zu kommen. Ich hoffe, Sie haben Ihre Wanderfähigkeiten gepflegt. Vielleicht brauche ich etwas von Ihrer Ausdauer. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass wir Pausen einlegen, um die Landschaft zu genießen und Luft zu holen. Das ist ein fantastischer Plan. Ich kann es kaum erwarten, dieses Abenteuer mit Ihnen zu beginnen. Lektion 22: Lebensmitteleinkauf. Wo kaufen Sie normalerweise Lebensmittel ein? Ich bin immer neugierig auf die Einkaufsgewohnheiten anderer. Ich gehe eher in den Supermarkt in meiner Nähe, da dieser eine große Produktvielfalt bietet. Das ist praktisch. Gibt es einen bestimmten Wochentag, an dem Sie am liebsten einkaufen? Normalerweise gehe ich sonntags, da ich mich so auf die kommende Woche vorbereiten kann. Sonntags klingt nach einer guten Wahl. Genießen Sie das Einkaufen im Supermarkt? Ich finde es sehr angenehm, insbesondere wenn ich neue Produkte oder Zutaten zum Ausprobieren entdecke. Das ist eine wunderbare Perspektive. Ich empfinde Einkaufen oft als lästige Pflicht, aber bei Ihnen klingt es ansprechender. Es ist alles eine Frage der Einstellung. Ich betrachte es als ein kulinarisches Abenteuer. Ich bewundere diese Einstellung. Vielleicht sollte ich Sie eines Tages auf einem Einkaufsbummel begleiten. Lektion 23: Sportliche Anerkennung. Der eigentliche Zweck der jüngsten Veranstaltung bestand darin, die Aufmerksamkeit auf einzelne Sportler und Trainer zu lenken und nicht auf die Regierung. Das ist ein interessanter Ansatz. Es scheint wichtig, die harte Arbeit derjenigen anzuerkennen, die direkt im Sport tätig sind. Auf jeden Fall. Sportler widmen ihr Leben oft dem Training und verdienen es, im Rampenlicht zu stehen. Es ist erfrischend zu sehen, dass der Fokus zunehmend auf diejenigen gerichtet wird, deren Bemühungen die Magie erzeugen, die wir im Sport erleben. Ich stimme voll und ganz zu. Das Feiern individueller Erfolge kann zukünftige Sportlergenerationen inspirieren. In der Tat, es ermutigt junge Menschen, ihren Leidenschaften mit Entschlossenheit und Ausdauer nachzugehen. Glauben Sie, dass diese Änderung erhebliche Auswirkungen auf die Sportgemeinschaft haben wird? Das hoffe ich.
Die Hervorhebung individueller Beiträge kann bei Sportlern Stolz und Motivation wecken. Lassen Sie uns weiterhin diejenigen unterstützen und feiern, die uns durch ihr Engagement und Talent inspirieren. Lektion 24: Networking Wohnsinn. Es ist ziemlich amüsant, darüber nachzudenken, wie ich mich zufällig inmitten einer Versammlung von Führungskräften aus verschiedenen Branchen wiederfand. Das klingt interessant. Worum ging es bei der Versammlung, wenn ich fragen darf? Im Wesentlichen handelte es sich um eine Networking-Veranstaltung, auch wenn ich nicht mit dem Charisma dieser Führungskräfte gerechnet hatte. Charisma, sagen Sie, haben Sie sie zu einem Geschäftsabschluss überredet oder war es nur ein Austausch von Höflichkeiten? Nun, ich würde sagen, es war eine Kombination aus beiden, aber ich fühlte mich auf jeden Fall wie ein Fisch auf dem Trockenen. Ein Fisch auf dem Trockenen? Ich nehme an, Sie schwammen alle im tiefen Wasser des Unternehmenserfolgs. Genau, ich war ratlos, während sie sich durch Gespräche über Fusionen und Übernahmen quälten. Wie unterhaltsam. Konnten Sie etwas Sinnvolles zu den Diskussionen beitragen? Ich habe versucht, meine Gedanken zum Thema Innovation mitzuteilen, aber ich fürchte, sie wurden von ihrem beeindruckenden Jargon überschattet. Lektion 25: Europäische Eskapaden. Ich habe darüber nachgedacht, mich auf ein europäisches Abenteuer einzulassen. Eine ziemlich verlockende Aussicht, nicht wahr? Ein Abenteuer in Europa klingt reizvoll. Welche Reiseziele ziehen Sie in Betracht? Ich bin hin und hergerissen zwischen dem historischen Charme Roms und der romantischen Anziehungskraft von Paris. Beide Städte haben ihren ganz eigenen Charme. Fühlen Sie sich eher zu einer der beiden Städte hingezogen? Obwohl ich die Geschichte Roms bewundere, muss ich zugeben, dass die Vorstellung, an der Seine entlang zu schlendern, ziemlich verlockend ist. Ein gemütlicher Spaziergang klingt wunderbar. Haben Sie schon einmal authentische französische Küche probiert? Nein, das habe ich nicht, aber ich kann mir die köstlichen Genüsse, die mich erwarten, nur vorstellen. Sie müssen unbedingt ein frisches Großhand aus einer örtlichen Bäckerei probieren. Es ist ein Erlebnis, das es wert ist, genossen zu werden. Ich werde es zu einer Priorität machen. Gibt es in Europa versteckte Juwelen, die Sie empfehlen würden? Lektion 26: Südamerikanische Vorschläge. Meine Reisepläne sind noch nicht abgeschlossen. Was würden Sie für eine Reise nach Südamerika vorschlagen? Südamerika bietet eine Fülle von Möglichkeiten, je nachdem, was Sie suchen. Abenteuer, Kultur oder Entspannung. Ich tendiere zu einer Mischung aus allen dreien, sofern das machbar ist. Auf jeden Fall. Sie könnten in Brasilien mit seiner lebendigen Kultur und atemberaubenden Landschaften beginnen. Brasilien klingt verlockend. Und wie sieht es mit dem Wetter aus? Ich bevorzuge angenehmes Klima für meine Reisen. Das Wetter ist im Allgemeinen herrlich, insbesondere während der Trockenzeit von Mai bis September. Das passt perfekt zu meinem Zeitplan. Was ist mit Aktivitäten? Sie müssen den Amazonas-Regenwald erkunden. Es ist ein Abenteuer wie kein anderes. Der Amazonas? Das klingt wirklich aufregend. Was empfehlen Sie sonst noch? Lektion 27: Geisterhafte Offenbarungen. Haben Sie schon einmal über die Geister Ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nachgedacht? Geister, sagen Sie. Das klingt ziemlich existenziell. Was hat Sie zu dieser Überlegung veranlasst?
Es scheint, als würden mich Erinnerungen heimsuchen, die mich an meine vergangenen Entscheidungen erinnern. Ah, die Geister unserer Vergangenheit können ziemlich hartnäckig sein. Haben sie ihnen Weisheit vermittelt? In der Tat, sie haben mir gezeigt, wie meine Entscheidungen meine gegenwärtige Situation geprägt haben. Das ist ziemlich tiefgreifend. Es ist wichtig, unsere Vergangenheit zu verstehen, um unsere Zukunft effektiv zu gestalten. Absolut. Die Zukunft erscheint entmutigend, wenn man sich nicht mit seiner Vergangenheit abgefunden hat. Vielleicht sollten Sie diese Geister annehmen. Sie könnten Sie auf einen besseren Weg führen. Das ist ein beruhigender Gedanke. Ich nehme an, sie dienen als Erinnerung an die gelernten Lektionen. Lektion 28. Gesunde Entscheidungen. Mir ist vor kurzem klar geworden, dass ich gesündere Lebensmittel in meine Mahlzeiten einbauen sollte. Das ist eine lobenswerte Entscheidung. Was hat Sie zu dieser Änderung Ihrer Essgewohnheiten bewogen? Ich schätze, ich hatte es satt, mich träge zu fühlen und beschloss, dass es Zeit für eine Veränderung war. Eine wirklich weise Entscheidung. Haben Sie sich schon überlegt, welche gesunden Lebensmittel Sie ausprobieren möchten? Ich denke darüber nach, mit mehr Obst und Gemüse zu experimentieren, vielleicht sogar mit etwas Quinoa. Quinoa ist eine ausgezeichnete Wahl. Es ist sowohl nahrhaft als auch vielseitig. Ich habe gehört, es ist ziemlich sättigend. Was sind Ihre liebsten gesunden Rezepte? Ich bereite gerne einen bunten Salat mit gemischtem Blattgemüse, Kirschtomaten und einer Zitrusvinaigrette zu. Das klingt erfrischend. Das muss ich mal ausprobieren. Lektion 29. Die Natur der Freundschaft. Haben Sie sich jemals gefragt, warum bestimmte Personen Ihre guten Freunde werden? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es läuft oft auf gemeinsame Interessen und gegenseitiges Verständnis hinaus. In der Tat. Es ist faszinierend, wie sich manche Verbindungen mühelos entwickeln, während andere Anstrengung erfordern. Manche Freundschaften scheinen füreinander bestimmt zu sein, während andere Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Ich stimme zu. Welche Eigenschaften sind Ihrer Meinung nach für eine dauerhafte Freundschaft unerlässlich? Vertrauen ist von größter Bedeutung, ebenso wie die Fähigkeit, offen und ehrlich zu kommunizieren. Vertrauen und Kommunikation sind sicherlich die Grundlagen jeder starken Beziehung. Darüber hinaus kann ein Sinn für Humor Wunder wirken, wenn es darum geht, diese Bindungen zu festigen. Humor in der Tat. Er verleiht eine Ebene der Freude, die selbst alltägliche Momente unvergesslich machen kann. Lektion 30. Praktika und Einblicke. Ich studiere derzeit Betriebswirtschaft und sammle praktische Erfahrungen durch Praktika. Das klingt fantastisch. Praktika können wertvolle Einblicke in die Berufswelt bieten. In der Tat, ich habe in dieser Zeit so viel über Unternehmensdynamik und Teamarbeit gelernt. Das ist wunderbar. Welche besonderen Fähigkeiten haben Sie durch diese Praktika entwickelt? Ich habe meine Kommunikationsfähigkeiten verbessert und gelernt, Projekte effektiv zu managen. Das sind in jedem Bereich entscheidende Fähigkeiten. Sind Sie auf Ihrem Weg auf Herausforderungen gestoßen? Auf jeden Fall. Für jemanden, der neu in diesem Umfeld ist, kann es ziemlich schwierig sein, sich in der Büropolitik zurechtzufinden. Das kann ich mir vorstellen.
Es ist eine heikle Angelegenheit, Professionalität und Authentizität in Einklang zu bringen. Das ist es wirklich. Ich finde es jedoch lohnend, diese Herausforderungen direkt anzugehen.